Hallo liebe Hausbauhelden, heute zeige ich euch einen kleineren, barrierearmen Bungalow für Best-Ager. Und zwar das neue Musterhaus von Baufritz in der Ausstellung Eigenheim und Garten in Fellbach bei Stuttgart. Mit 118 Quadratmetern Wohnfläche zeigt er einen Luxus, der sich nicht in Quadratmetern bemisst, sondern in hoher Material- und Planungsqualität und besonderen Details. Außerdem schauen wir uns an, worauf es ankommt, wenn man sicher und komfortabel bis ins hohe Alter im eigenen Haus leben will. Wir schauen uns ja heute einen barrierefreien bzw. barrierearmen Bungalow, also Wohnen auf einer Ebene an. Was da der Unterschied ist, werde ich euch drinnen an ein paar kleinen Details erläutern. Aber was als allererstes ins Auge fällt, ist natürlich, dass wir hier trotzdem so ein hohes, steiles, 40 Grad geneigtes Satteldach haben, was hier diesen verglasten Giebel mit der Pfostenriegelfassade komplett einfasst. Sehr schön ist, dass das hier gleich rausgezogen ist um 2 Meter. Das heißt, ich habe hier diese Fassade sehr gut geschützt und auch verschattet. Aber ich habe natürlich auch hier diese geschützte Terrasse. Man kann hier sehen, dass diese ganze Innenverkleidung von der Dachuntersicht hier weiterläuft. Das ist Weißtanne unbehandelte und das sehr Schöne ist, dass die eben auch nach innen weiterläuft. Das werden wir von innen dann auch gleich sehen. Ein anderes schönes Detail ist diese Firstfette, die hier nach vorne so verjüngt ist. Dadurch wirkt das viel filigraner, als wenn da jetzt vorne so eine riesen Fette ankommen würde. Und auch ein sehr edles Detail ist hier diese Ortgangverkleidung mit diesem beschichteten Alu. Also man hat hier sehr darauf geachtet, dass das alles eine ganz klare, schlichte Formensprache ist. Wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir gleich, dass es noch ein paar mehr schöne Details gibt. Und zwar hat sich hier auch mal jemand Gedanken über die Dachentwässerung gemacht. Im gleichen Farbton beschichtet haben wir hier diese quadratischen Fallrohre, die in die Fassade integriert sind und das Wasser eben von oben runterholen. Auch die Dachrinne ist hier nicht zu sehen, ist da eben integriert, sodass das Ganze also wirklich hier eine sehr edle Ansicht gibt. Die Fassade ist übrigens eine Fichte, Sägerau mit so einer Vorvergrauungslasur gestrichen. Das heißt, die kann auch so bleiben. Man muss da nicht ständig nachstreichen. Wenn die dann abblättert, vergraut das Holz darunter etwa im gleichen Farbton. Und auf diesem steilen Satteldach haben wir ein Titanzink-Blechdach und eine Photovoltaikanlage, die eben das Haus auch mit Strom versorgt. Wir haben hier Außenmaße von 13,95 Meter mal 7,50 Meter, rund 118 Quadratmeter Wohnfläche. Den Grundriss habe ich euch wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr euch den anschauen wollt. Und man sieht jetzt schon, hier gibt es noch so einen Flachdachanbau. Da ist jetzt nochmal eine Wohnraumerweiterung drin, also ein Multifunktionszimmer und das Schlafzimmer. Und hier gibt es nochmal eine geschützte zweite Terrasse. Insgesamt hat das Haus übrigens 3 Terrassen. Wir gucken jetzt gleich noch rum. Aber hier möchte ich euch auch nochmal ein Detail zeigen. Diese Fenster, das sind Holz-Alu-Fenster, sind alle außen mit diesem dunkel beschichteten Metallrahmen nochmal eingefasst. Und hier gibt es eben auch so eine spezielle Multifunktionsleibung, wo dann Mückenschutz, irgendwelche Absturzsicherungen, Jalousien, Rollläden, alles noch rein integriert werden kann, sodass also auch hier nachher keine Details entstehen würden, die optisch irgendwo stören. Was wir hier sehen, ist jetzt mal so ein Auslass von einem dezentralen Lüftungselement. Das bräuchte man in dem Haus nicht. Hier wollte man mal das zeigen, weil der Hersteller das eben auch anbietet. Zeige ich euch nachher auch von drinnen und erkläre euch noch kurz was dazu. Jetzt schauen wir mal kurz hier um die Ecke. Es gibt nämlich da tatsächlich von außen noch ein paar Besonderheiten.
Wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir Terrasse Nummer 3. Fragt man sich vielleicht, warum so viele Terrassen? Ist natürlich sowieso schön, wenn man für jede Tageszeit und jeden Sonnenstand die richtige Terrasse hat. Aber es ist eben im Alter auch wichtig, dass man bodentiefe Fensterflächen hat, wo man im Sitzen, Liegen rausgucken kann und eben auch diesen schwellenfreien Übergang nach draußen. Und dann ist es natürlich immer wichtig, dass davor entsprechend Spritzwasser geschützt und ein trockener Bereich ist. In diesem Fall sind das diese Holzterrassen, die auch besonders von unten verschraubt sind, sodass da oben keine Schraubenlöcher sind, wo irgendwie stehendes Wasser reinlaufen kann. Und wenn ihr natürlich jetzt hier eine barrierefreie Gartenplanung anschließen würdet, wäre das überhaupt kein Problem. Also hier müsste jetzt keine Stufe sein. Aber durch diese Terrassen hat man eben überall diesen trockenen und sauberen, schwellenfreien Übergang von innen nach außen ermöglicht. Wenn wir jetzt hier rumgehen, sehen wir auch, es gibt hier einen ein Liegefenster. Das ist jetzt wieder so ein Element, das nach außen vorgesetzt ist. Ein Holzfenster, auch komplett kaschiert, wieder mit diesem dunkel beschichteten Metall. Diese Scheibe hat jetzt 1,70 mal 2,20 Meter. Wie das von innen aussieht, schauen wir uns gleich an. Ich möchte euch nur noch mal zeigen, weil ich ja mal gesagt habe, diese rauskragenden Sitzfenster kriegt man keine Beschattung unter außen. Aber hier gibt es mal eine elektrisch steuerbare Beschattung im Scheibenzwischenraum. Das heißt, man kann hier auf Verdunkeln, Sichtschutz oder Beschattung herstellen. Und jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, oh, wenn das dann mal kaputt geht, kommt man nicht dran. Diese Beschattung geht natürlich auch nicht so schnell kaputt, weil sie eben im Scheibenzwischenraum total geschützt ist. Also außen Wind oder sowas oder auch dass innen mal jemand dagegen stößt, kann da eigentlich nicht passieren. Also eine ganz schlaue Sache. Hier sehen wir jetzt nochmal eine Abluft. Da drin ist nämlich eine Sauna, die ich euch auch gleich zeigen werde. Und jetzt gehen wir mal zum Eingangsbereich. Wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir, es gibt hier so ein vorgesetztes Eingangsmodul, wo auch sehr viele praktische Dinge gleich schon mit integriert sind. Also erstens habe ich natürlich jetzt auch hier die Überdachung für den Eingangsbereich inklusive Windschutz und integrierter Beleuchtung. Auch hier wieder der schwellenfreie Zutritt eben dadurch möglich. Und hier gibt es einen Einbauschrank, wo man ganz viele praktische Dinge unterbringen kann. Unter anderem haben wir hier zum Beispiel einen Schrank, wo man die Mülltonnen, dreckige Schuhe, Gartengeräte oder auch Deko unterstellen kann, wenn man sie nicht braucht. Also dieses komplette Element hier sind Einbauschränke und ich habe hier auch wieder den Weg, wo ich trockenen Fußes ums Haus rum hier auf meine schöne Terrasse komme. Dieser Weg dürfte dann vielleicht in echt auch noch ein bisschen breiter sein, dass man da gut gehen kann. Und neben der Haustür gibt es hier auch noch eine ganz praktische Sache, nämlich so eine integrierte Paketbox. Ich kann die also hier so machen, dass man die genau einmal aufmachen kann, um da ein Paket abzustellen. Und wenn der Postbote die dann zumacht, dann lässt sie sich nur mit dem Schlüssel öffnen. Das heißt, ihr könnt euer Paket da rausnehmen, wenn ihr dann nach Hause kommt. Und jetzt schauen wir mal rein. Wenn man jetzt hier reinkommt und sich die Ausstattung anschaut, merkt man sofort, hier war das Motto, man gönnt sich was. Also man muss auf nichts verzichten, man hat alles sehr, sehr hochwertig gelöst und unter anderem ist das ganze Haus ausgestattet mit maßgefertigten Einbaumöbeln, die die Innenarchitektin mitentworfen hat. Und dann gibt es ihr eben dieses schöne Garderobenmöbel mit Sitzbank direkt im Eingangsbereich. Diese Diele ist übrigens ungefähr 6,5 Quadratmeter groß.
Und sehr praktisch ist jetzt hier dieser Sauberlaufbereich, finde ich übrigens nicht nur im Musterhaus eine tolle Sache, denn dieser Teppich ist erstens rutschhemmend, also wenn man hier mit nassen Schuhen reinkommt und hat da Fliesen, da wird es auch sehr schnell sehr rutschig. Das ist hier nicht der Fall. Der Dreck und die Steinchen werden dann hier gleich gefangen. Man kann das nachher absaugen, wenn es trocken ist. Und man schont dann nicht nur das Parkett, das hier gleich anschließt, sondern es ist eben auch wirklich ein Feature, das in diesen barrierearmen Aspekt mit reinpasst. Genauso natürlich dieses wunderschöne Garderobenmöbel aus Esche, Kernesche, also Esche mit Braunkern. Das hat hier so eine Struktur und da sieht man halt schon mal, das läuft jetzt hier so schön um die Ecke in die Küche mit rein, die wir uns gleich anschauen. Da hat sich also jemand wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Was wir jetzt hier hinter mir sehen, ist eine Smart Home Steuerung. Hier wurde eine Komforttechnik verbaut, die relativ einfach zu bedienen ist. Man hat zum Beispiel hier einmal die Funktion Gehen und Kommen. Das heißt, alles Licht an, alle Rollläden hoch, beziehungsweise wenn man geht, alle Rollläden runter, alle Lichter aus. Man kann hier auch zentral die Jalousien hoch und runter fahren und auch die anderen Funktionen, die hier eingebunden sind, relativ leicht und übersichtlich alle durchgucken. Natürlich gibt es hier auch nochmal Taster, die ich euch gleich zeigen werde. Die sind nämlich auch sehr schick. Und das nächste schöne Detail ist schon diese Tür, die zum WC führt. Auch hier haben wir wieder die Esche, dann dieses schwarze Element, Schwarzstahl, was hier überall wieder auftaucht. Und wir haben hier sogar den Türrahmen unterputzt. Das heißt, die Türen sind rahmenlos und flächenbündig eingebaut, was natürlich sehr, sehr edel aussieht. Und in das WC schauen wir jetzt auch mal kurz rein. Gleich im Eingangsbereich gibt es dieses 2,8 Quadratmeter große Gäste-WC, das auch sehr besonders ausgestattet ist, unter anderem mit diesen 3D-Relief-Fliesen, die hier ein Format von 1,20 x 40 cm haben, also sehr ungewöhnlich sind. Hier gibt es ein hochliegendes Fenster, diese umlaufende Brüstung von 1,50. Trotzdem sitzt der Griff noch so, dass man drankommt. Im WC kann man hier ablüften und von draußen nicht reingucken, also alles richtig gemacht. Die Details sind hier ganz interessant, weil wenn man jetzt so eine Relief-Mosaikfliese hat, wird es natürlich bei dieser Fußleiste wirklich echt komplex. Ja, da sieht man schon, die muss dann da ausgeschnitten werden. Grundsätzlich finde ich das aber sehr schön. Zu dem Boden sage ich euch gleich im Wohnbereich nochmal was. Das ist eben auch eine Esche und eben diese schönen flachen Leisten, die wir hier überall sehen und die wirklich auch im Wohnbereich ganz toll aussehen. Hinter mir kommen wir jetzt ins Herzstück des Hauses, nämlich den 49,5 Quadratmeter großen Wohn-Ess-Kochbereich. Wir haben jetzt hier eine lichte Raumhöhe von bis zu 5,5 Metern bis unter diese Firstfette. Die Geschosshöhe sind hier 3 Meter, also das heißt bis zur Kante da sind es dann etwa 2,90 Meter lichte Höhe. Und die Wände sind so ganz leicht grau abgetönt. Man sieht das hier beispielsweise an diesen weißen Tastern, die übrigens auch sehr schick sind und die mit unterschiedlichen Funktionen belegt werden können. Wir haben jetzt hier Beleuchtung drauf, aber hier zum Beispiel jetzt auch die Beschattung, die elektrische, die dann da vor dieser Glasfassade runterfährt, um das Ganze zu verschatten. Ihr seht jetzt schon, es fährt nur runter in diesem Bereich unterhalb des verglasten Giebels, weil nämlich oben so ein spezielles Sonnenschutzglas drin ist. Das heißt, im oberen Bereich kommt sowieso weniger Sonne und UV-Strahlung und Hitze rein, sodass man eben nur unten verschatten können muss. Hier sehen wir jetzt, dass auch die Einbaumöbel wieder alle aus einer Hand gemacht sind. Es ist alles diese Kernesche. Auch auf dem Boden haben wir jetzt hier ein ganz besonderes Parkett. Das ist nämlich jetzt nicht nur so sägerau gewachst und geölt bzw. gebürstet, sondern man hat hier auch noch so eine Struktur drin, wie so eine Hobelstruktur, und dadurch ist dieser Boden sehr rutschhemmend.
Natürlich ist der jetzt hier auch in der Küche verlegt und wenn euch da jetzt mal das Weinglas runterfällt, müsst ihr halt sofort wegwischen. Aber der Hersteller hat auch so eine spezielle Holzseife entwickelt, also der Haushersteller, womit man das dann ganz gut reinigen und gleichzeitig pflegen kann. Die ganzen Möbel sind alle aus Esche. Sehr schön ist diese lange Bank, die hier fest eingebaut ist. Das ist platzsparend, aber auch einfach sehr schön an diesem langen Tisch. Und wir schauen uns jetzt mal noch ein paar Details an bei dieser Pfostenriegelfassade hier. Denn wir haben hier jetzt zum Beispiel diese riesen Öffnungsflügel, die sind 2,60 Meter hoch. Der Öffnungsflügel ist 1 Meter breit. Und ein ganz besonderes Detail ist eben, dass jetzt hier das Parkett so rangezogen ist, dass das hier wirklich alles rahmenlos ist. Das sieht natürlich total schick aus. Diese Verglasung ist hier so rahmenlos drin. Ich kann euch sagen, so im Detail hinzukriegen, ist sehr, sehr aufwendig und deshalb natürlich jetzt auch nicht ganz billig. Hier hat man jetzt den fast schwellenfreien Austritt, also das sind 1,5 cm, da kommt man noch raus und man hat auch noch die 90 cm Durchgangsbreite nach draußen. Ich habe euch ja eben schon gesagt, 80 cm Durchgangsbreite gilt als barrierearm, da kann man mit einem Rollator durch. Barrierefrei bzw. rollstuhlgerecht wäre dann, wenn es eine lichte Durchgangsbreite von 90 cm hat. Ist hier nicht an allen Stellen gegeben, aber ich sage es euch dann immer noch mal, wenn wir dahin kommen. Sehr schön finde ich jetzt hier, dass man von innen wirklich optisch diese durchlaufende Dachuntersicht sehr gut sehen kann. Ich erinnere euch noch mal dran, das war unbehandelte Weißtanne. Der Hersteller hat ja auch ein ökologisches und baubiologisches Konzept. Hier werden also nur Materialien verarbeitet, die geprüft schadstoffarm sind, die nichts ausdünsten. Und ich kann euch sagen, das Haus ist noch nicht eröffnet, es ist ganz neu und man kommt hier rein und es riecht nur so ganz leicht nach Holz und nach sonst nichts. Das heißt, es werden beispielsweise bei diesen Fenstern auch keine Bauschäume verwendet beim Einbau. Es gibt in der Außenwand eine selbst entwickelte Hobelsparendämmung und auch so eine Schutzebene, so ein kohlefaserbeschichtetes Papier, das elektromagnetische Strahlung raushalten soll. Also alles Details, über die sich der Hersteller Gedanken macht. Und auch die Beleuchtung ist übrigens hier unter dem Barrierefrei- und Gesundheitsaspekt geplant. Wir haben hier überall besonders augenschonende, flimmerfreie LEDs drin, die übrigens auch der Haushersteller entwickelt hat. Und ein Beleuchtungskonzept, das darauf achtet, dass es jetzt keine großen Hell-Dunkel-Unterschiede gibt. Also dass es gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Das ist eben auch im Alter für die Augen sehr wichtig. Man braucht mehr Licht, sollte keine so krassen Wechsel haben zwischen hell und dunkel. Wichtig sind aber Kontraste, zum Beispiel an Stellen, wo man sich nicht stoßen soll. Unter dem Aspekt ist natürlich dieser massive Küchenblock hier eigentlich gut gewählt. Das ist aus Schwarzstahl gemacht. Ich möchte euch das kurz mal zeigen. Also auch das innen alles super hochwertig aus Massivholz. Hier habe ich jetzt gerade das Weinregal aufgemacht. Und hier oben drauf hat man also wohl monatelang die passende Natursteinplatte gesucht, die hier jetzt drauf ist. Das ist also eine ganz dicke Muschelkalkplatte, wo dann eben die ganzen Knöpfe, der Herd, alles eingefräst sind. Und das ist natürlich wahnsinnig schön und sehr, sehr teuer, ist aber nicht an allen Stellen praktisch. Also jetzt zum Beispiel hier haben wir jetzt so eine Ecke, da kann man sich richtig wehtun. Also dieser Schwarzstahl ist spitz und hart und so ganz wahnsinnig praktisch ist das jetzt hier nicht. Insgesamt müsst ihr bei diesen Arbeitsplatten aus Naturstein auch wissen, dass die ein bisschen empfindlich sind. Wenn ihr da mal eine Zitronenscheibe drauf liegen lasst oder so, gibt es eben Flecken. Aber das muss man ja auch so nicht machen. Auf jeden Fall sieht es sehr edel aus. Auch die Armaturen sind hier in matt schwarz gehalten. Das heißt, es passt alles. Und ihr müsstet jetzt, glaube ich, mal hier um die Ecke gucken, wie toll hier eben auch die Steckdosen und die ganzen Bedienknöpfe in diese massive Platte eingearbeitet sind. Auch dieses Kochfeld mit dem Abzug nach unten, damit man eben hier nichts hängen hat. Das ist schon wirklich ganz hohe Kunst. Hier hinter mir ist jetzt die Küchenrückwand. Das war dieses Möbel, das hier so schön rumläuft, auch wieder in Esche. Und man hat jetzt hier also wirklich auch diese Fronten hier vor diesen Kühlschrank gezogen. Alles total schön gearbeitet. Diese Griffmuster
Mulden hier. Es ist jetzt hier wahnsinnig filigran. Ich weiß nicht, wie unempfindlich so eine Kante ist, aber auf jeden Fall ist hier alles in Bedienhöhe eingebaut. Kaffeemaschine, Backofen und auch die Spülmaschine. Das ist ganz wichtig, dass die eben die richtige Höhe hat, dass man die rückenschonend ein- und ausladen kann und eben auch gut erreichbar alles ist. Die Küche ist natürlich jetzt hier sehr, sehr offen. Übrigens diese Rückwand, dahinter verbirgt sich ein Technikblock. Dazu sage ich euch auch gleich noch was. Deshalb hat man eben hier auch die Tiefe, um hier diese Küchenwand einzubauen. Und die Schränke sind also auch wirklich sehr tief. Da kriegt ihr viel unter. Das heißt, ihr habt relativ viel Stauraum, auch in diesem breiten Küchenblock. Da oben drüber ist tatsächlich nochmal ein Abstellraum, der dann aus dem Technikraum per Einschubtreppe erreichbar ist. Aber auch hier solltet ihr einiges unterkriegen. Ob euch das von der Arbeitsfläche reicht, müsstet ihr dann gucken. Es ist sehr schön, dass diese Platte jetzt so ist, dass sich das hier nochmal verbreitert. In diesem Küchenblock sind jetzt auch hier nur 2 Steckdosen drin. Das reicht natürlich in der Praxis auf keinen Fall. 6 bis 10 Steckdosen solltet ihr da schon haben. Bevor wir jetzt hier uns diese Besonderheiten der Technik angucken, gehen wir aber erstmal hier in den Flachdachanbau rein. Hier gibt es nämlich so eine Art Multifunktionszimmer. Wir sind jetzt hier in diesem etwa 13,5 Quadratmeter großen Multifunktionsraum als Arbeitszimmer, Gästezimmer oder natürlich als Hobbyraum geeignet. Wir sind jetzt in diesem Flachdachanbau drin. Die Lichtraumhöhe sind jetzt hier etwa 2,48 Meter. Und hier gibt es jetzt nochmal diese geschützte zweite Terrasse, die hier vorgelagert ist. Das Ganze hat einen Hintergedanken. Hier könnte nämlich auch eine Pflegekraft untergebracht werden. Deshalb ist hier hinter mir schon so eine Technikbox auch vorinstalliert. Also Wasseranschlüsse und Abdichtungen sind da schon drin, dass man hier eben auch nochmal eine eigene Nasszelle abtrennen könnte, falls hier mal eine Pflegekraft einzieht. Hier hinter der Tür sieht man jetzt mal dieses dezentrale Lüftungselement, was ich euch von außen gezeigt habe. Das ist nur, weil der Hersteller das hier mal zeigen wollte. Man bräuchte es hier im Haus nicht, denn hier ist so eine zentrale Vollwerte-Plus-Lüftung, nennt der Hersteller das, die CO2 gesteuert immer für optimale Frischluft in den Räumen sorgt und besonders kurze Zuleitungswege hat, damit es da eben keine Probleme mit der Reinigung gibt. Das schauen wir uns im Technik-Cube an, aber jetzt gehen wir erstmal ins Schlafzimmer und vorher schaut ihr vielleicht gerade noch mal auf diese schöne Türleibung mit der flächenbündig eingebauten Tür. Hier ist so eine Metallkante drin, das gibt dann Stoßschutz natürlich hier für diese Ecke. Trotzdem muss euch natürlich klar sein, ein Türrahmen aus Holz ist auch immer ein Schutz gegen Stoß oder irgendwie so Flecken oder sowas. Das hat man natürlich an der Stelle nicht, aber es sieht sehr schön aus. Hinter mir sehen wir gleich das nächste schöne Detail. Das ist nämlich dieses Einbauregal, auch wieder in Esche mit unterschiedlich tiefen Kuben. Das ist so eine Bibliothek und in dieses Regal eingelassen ist dann hier die Tür ins Schlafzimmer. Was man nicht sieht, aber gleich von der anderen Seite sehen kann, ist da integriert, ist jetzt auch die Überströmöffnung für diese Lüftungsanlage, die eben mit der zentralen Zuluft funktioniert. Aber von der anderen Seite gucken wir da jetzt mal. Also durch das Bibliotheksmöbel in das 19,5 Quadratmeter große Schlafzimmer mit integrierter Ankleide. Und hier kann man jetzt eben mal diese Überströmöffnung sehen, wo eben die Frischluft dann die zentral ins Haus eingebracht wird in die einzelnen
Räume kommt. Auch hier haben wir wieder ein sehr schönes Detail mit so einer metallhinterlegten Schattenfuge. Und man kann dann mal hier unten gucken, wie schön diese Fußleiste mit dieser abgeschrägten Ecke hier abschließt. Da sieht man also wirklich, dass da jemand ganz, ganz viel Liebe ins Detail legt. Das sieht man auch hier an diesem abgerundeten Schrank. Es ist jetzt hier die Ankleide nicht mit einer Wand abgetrennt, sondern es gibt jetzt auf jeder Seite diese runden Einbaumöbel. Also man kann sich jetzt hier auch an keiner Kante oder Ecke stoßen oder hängen bleiben. Und wenn man die Schranktür aufmacht, geht automatisch diese im Schrank integrierte Beleuchtung an. Das ist diese flimmerfreie LED-Beleuchtung, sodass man eben auch im Schrank alles gut sehen kann. Dieser Raum ist unheimlich harmonisch. Auch hier hat man wieder die leicht grau abgetönten Wände und die große Struktur, die in diesen Raum reinkommt, ist einfach durch diese weiße Decke dann gegeben. Überall das Licht, das sehr wichtig ist, das natürliche Tageslicht, aber auch eben die Sichtachsen nach draußen, wenn man jetzt mal länger bettlägerig ist. Und auch hier ist es eben wieder so, dass dieser schwellenfreie Übergang möglich ist durch die vorgelagerte Terrasse. Und wir haben von der Einrichtung hier jetzt auch wieder diese schönen Schwarzstahlelemente. Auch hier kann ich euch nur sagen, sieht zwar schick aus, aber so eine Kante möchte man im Schlafzimmer vorm Bett definitiv nicht haben. Hier in diesem Verbindungsflur kann man jetzt auch mal sehen, was eine wirklich gute Beleuchtungsplanung hier, eine absolut gleichmäßig ausgeleuchtete Bodenfläche schaffen kann. Das ist wirklich echter Luxus, ein gutes Licht im Haus zu haben. Und auch echter Luxus ist dieses Bad hinter mir, das insgesamt rund 20 Quadratmeter groß ist. Und das schauen wir uns jetzt auch mal an. Hier haben wir jetzt wieder den Ausbau Dachgleichdecke, der mit der naturbelassenen Weißtanne verkleidet ist. Und hier wurden jetzt viele Dinge schon mal vorgerüstet, wie zum Beispiel in dieser Wand eine Verstärkung und eine Elektrik, dass man hier später einen Klappsitz, Haltegriffe, auch so einen Hilfeknopf und sowas anbringen könnte, was man vielleicht braucht. Auf dem Boden haben wir hier eine riesengroße Fliese, die ist 1,20 mal 1,20. Sowas sieht einfach wahnsinnig großzügig aus, ist auch wahnsinnig teuer, weil die Fliese an sich teuer ist, aber auch die Verlegung sehr heikel. Machen wir gleich mit den Fliesen weiter, denn auch hier ist eine sehr besondere Fliese zum Einsatz gekommen, die so eine schöne Struktur hat und von den Maßen jetzt mit 1,20 mal 11 cm auch wirklich sehr, sehr speziell ist. Und sehr schön finde ich, dass man hier eben den Fugenplan so gemacht hat, dass die Fußleisten immer da die Fuge aufgreifen und eben in der Mitte von dieser T-Wand auch genau diese Fuge läuft. Dann haben wir hier diesen runden Spiegel mit 1,20 Durchmesser, der hinterleuchtet ist. Auch wieder ein sehr gutes gleichmäßiges Licht, um sich da anzugucken. Und das ist ein Detail, das mir besonders gut gefällt. Hier die Steckdose, die eingearbeitet ist hier in diese Waschtischunterbau. Natürlich könnte man da auch auf jeder Seite mindestens 2 Steckdosen gebrauchen, aber das wäre sicherlich auch kein Problem. Maßangefertigt ist natürlich auch dieses Liegefenster hier. Das gehört eindeutig zur Sauna, die wir uns gleich noch angucken. Auch das wieder hier sehr schön eingebaut. Die Größe hatte ich euch ja schon gesagt, das sind diese 2,20 mal 1,70. Man kann hier sitzen. Es gibt nette kleine Details, wie zum Beispiel dieses eingelassene Tablett, wo einem der Liebste dann nach dem Saunagang den Tee servieren kann.
Und das Ganze wird jetzt hier, es ist 80 tief, hier wird es jetzt 1 Meter breit und dann ist hier nämlich auch ein Einbauschrank drin, der so schön ist, dass ich ihn aufmachen muss. Man hat hier auch wieder die indirekte Beleuchtung, die angeht, auch gleich schon so ein Vergrößerungsspiegel mit drin, wo man sich also schminken und angucken kann. Und das Ganze läuft hier wunderschön harmonisch in eins über. Hier hinter mir hat man jetzt die etwa 4 Quadratmeter große eingebaute Sauna aus astfreier Weißtanne, also auch eine sehr edle Angelegenheit. Und hier hinter der Teewand ist jetzt die Nische für das WC. Ich habe kurz überlegt, ob es vielleicht auch sinnvoll wäre, hier die Dusche der Sauna zuzuordnen und das WC auf die andere Seite, dass man eben auch den kurzen Weg hat vom Schlafzimmer aufs Klo nachts. Könnte man sicherlich auch machen. So ist natürlich das WC hier hinten sichtgeschützt, verschwindet da ein bisschen. Hier ist jetzt der Durchgang auch wieder knapp 1 Meter. Das Klo ist jetzt ein Dusch-WC, was natürlich im Alter auch viel Komfort bringt. Aber hier ist natürlich jetzt nicht barrierefrei, denn sonst müsste man die Bewegungsfläche neben der Toilette haben, dass man da daneben fahren kann mit dem Rollator oder Rollstuhl. Das ist jetzt hier nicht gegeben. Dafür hat man jetzt halt die Sichtschutzwand. Jetzt gucken wir noch auf die andere Seite von dieser Teewand. Da ist nämlich die große begehbare Dusche drin. Die hat jetzt eine Tiefe von 1,40 Meter, sodass das ohne Spritzschutz hier schon funktionieren würde und ist jetzt von der Breite 96 Zentimeter. Auch das ist jetzt nicht barrierefrei, aber auf jeden Fall sehr komfortabel. Und ganz schön sind hier auch wieder die Details, wie zum Beispiel diese geflieste Nische mit der Hinterleuchtung. Auch hier wurde wieder an Licht gedacht. Diese Duschfläche ist ganz gleichmäßig ausgeleuchtet und sehr schön finde ich auch diese neuen Armaturen in so einer matten Bronzeoptik, die hier im ganzen Haus vorkommen. Diese Dusche ist übrigens schon Teil der Technikzelle. Die geht nämlich bis hierhin, die im Werk komplett vorgefertigt wird, schon mit allen Installationen und Fliesen und dann als Ganzes auf die Baustelle transportiert und hier nur eingesetzt. Wir schauen jetzt auch gleich in den Technikraum und was ihr da als Bauherren für Vorteile von habt, das erzähle ich euch dann auch noch. Vorteil dieser vorgefertigten Technikzelle, ihr habt ja vielleicht gemerkt, alle Räume, die einen Installationsaufwand haben, Küche, Bad, WC, docken an diese Technikzelle in der Mitte des Hauses an und durch die Vorfertigung habt ihr also jetzt nicht nur kurze Installationswege, sondern auch sehr kurze Installationszeiten, denn das kommt fertig auf die Baustelle, spart euch etwa eine Woche während der Bauzeit. Außerdem gibt es da einen digitalen 3D-Zwilling beim Haushersteller und wenn dann mal mit der Wartung irgendwas sein sollte, kann man da ganz einfach drauf zugreifen, nochmal gucken, wo liegt welche Leitung, also auch ein hoher Komfort, was später den Unterhalt und die Wartung des Hauses angeht. Jetzt schauen wir mal hier rein. Es sind nur 6,5 Quadratmeter, aber weil hier alles total platzsparend untergebracht ist, bekommt man hier sogar noch so eine Hauswirtschaftsraumzeile rein. Hier sind Anschlüsse für Waschmaschine, Trockner und ein Ausgussbecken, sodass man das hier unterbringen würde. Über mir ist jetzt die Einschubtreppe versteckt hinter dieser Luke, wo es auf den Dachboden geht. Da sind nochmal etwa 10 Quadratmeter Abstellfläche. Und hier hat man jetzt eine Sohle-Wasserwärmepumpe für Trinkwasser und Fußbodenheizung. Mit dieser Erdwärme, die man da nutzt, hat man eine sehr ökologische Möglichkeit, im Sommer auch passiv zu kühlen, denn die Kühle, die da aus dem Erdreich hochkommt, wird dann einfach nur per Umweltpumpe über die Fußbodenheizung in die Räume verteilt. Da hinten sieht man dann noch die erwähnte Lüftungsanlage, die eben CO2 gesteuert ist und überall für optimale Frischluft sorgt, die ganz kurze auch also Zu- und Abluftkanäle hat, die sich leicht reinigen lassen. Also auch für Leute, die da jetzt großen Wert drauf legen, kann man schon mal sehen, der Reinigungs- und Wartungs- und Pflegeaufwand, der wird hier einfach gleich von Anfang an mitgedacht. Und es ist auf jeden Fall im Alter auch ein großer Luxus, wenn man nicht mehr so viel Fläche hat, die man warten und putzen muss.
Auch diesmal habe ich natürlich wieder eine Preisinfo für euch beim Haushersteller erfragt, die ich euch ja neuerdings immer unten in die Video-Description packe, damit man die eben auch anpassen könnte, wenn sie sich ändert. Und wenn ihr euch die Grundrisse mal anschauen wollt, auch da gibt es einen Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch das Haus mal selber anschauen wollt, es steht als ganz neues Musterhaus in der Ausstellung Eigenheim und Garten hier in Fellbach bei Stuttgart und ist in der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.